Hallo zusammen, in dem heutigen Video erzähle ich euch etwas über unsere neue Bauchwasserwärmepumpe, der RBW 302 Pro in den zwei Versionen PV und PVS. Dabei steht das PV für Photovoltaik und das S für den integrierten Solarwärmetauscher. Neu ist auch das neue Kältemittel auf unserer RBW, das ist das neue R290, also Propan. Kurz zu den technischen Daten. Wir haben hier eine Heizleistung von 1,6 kW und einen integrierten Heizstab mit jeweils 1,5 kW. Neu ist auch jetzt unsere neue teilbare Haube. Das heißt, man kann jeweils die beiden Teile abschrauben und hat so nochmal den Vorteil mit einem niedrigen Einbaumaß bzw. niedriges Kippmaß. Und ja, die insgesamte Höhe ist einmal 1,88 m. Und das Kippmaß ist quasi so zusammengebaut 1,98 m. Neu ist auch unser Display mit jetzt Volltextanzeige und einmal, dass man die beiden Fühler oder die beiden Sensoren auslesen kann, jeweils einmal oben und unten, was man in Echtzeit angezeigt bekommt. Die RBW erreicht eine maximale Warmwassertemperatur von 75 Grad und hat jetzt hier auch noch ganz normal die Luftführung mit jeweils 6 Metern hin und zurück, sodass man auch zum Beispiel in Kellerräumen die entfeuchten kann oder auch auf einer konstanten Temperatur halten kann. Neu bei unserem Touch-Display bei der RBW ist hier jetzt einmal die Volltextanzeige. Dann können wir einmal die beiden Sensoren auslesen, also Wassertemperatur oben und unten. Dann haben wir einmal hier oben 6 Widgets, wo wir zwischen 6 verschiedene Modi auswählen können. Automatikmodus, Eco-Betrieb, Hybridmodus, die Busfunktion und den Urlaubsmodus. Dann haben wir einmal hier die Solltemperatur, die wir verstellen können, also die Wassertemperatur, die hier erreicht werden soll. Dann haben wir unten einmal noch die Anzeige, wo wir das Display sperren können, einmal wo wir in die Einstellung kommen und einmal die Anlage an- und ausschalten können. Wenn wir jetzt hier drauf gehen auf Einstellungen, kommen wir in Untermenü, Parametereinstellungen, wo wir nochmal 6 Widgets haben, wo wir die Systemzeit einstellen können, also Datum, Uhrzeit, Timer, Echtzeitfehler direkt auslesen können und in Volltext quasi angezeigt wird. Hier einmal die manuelle Steuerung, wo wir mal das Abton einstellen können, den Heizstab ein- und ausschalten und da mal die Helligkeitseinstellung vornehmen können. Wenn wir hier in die Systemeinstellungen gehen, kommen wir nochmal in ein Untermenü, wo wir nochmal die Parametereinstellungen haben, den Parameterstatus, Anlagenstatus nochmal und das Fehlerprotokoll auslesen können. Wenn wir hier jetzt das Passwort für die Benutzername eingeben, also 22, kommen wir hier nochmal in eine Benutzerparameterebene, wo wir verschiedene Sachen nochmal auch einstellen können, also die Legionellenfunktion zum Beispiel, Temperatureinheiten umstellen können, also Celsius oder Fahrenheit zum Beispiel, die Temperatureinstellung für den Heizstab einstellen können. Hier haben wir die Sprache, Deutsch oder Englisch, können wir auswählen. Neu bei unserer Wärmepumpe ist einmal hier der PV-Kontakt und hier ist der Wi-Fi-Stick. Das heißt, man kann hier das PV-Kabel durchführen, kann das hier direkt dann anschließen, braucht die hintere Haube gar nicht mehr abnehmen, sondern nur die vordere und hat hier direkt die beiden Anschlüsse. Bei unserem Wi-Fi-Stick ist es so, der wird hier direkt einfach angeschlossen. Dann kann man den über unsere Remco-App einbinden und hat so die volle Übersicht über die Solltemperaturen, über die Wassertanktemperaturen und ja, hat so alles im Blick über seine Bauchwasserwärmepumpe. Hier befindet sich einmal die Entleerung, einmal der Heizungsrücklauf von dem Solarwärmetauscher, hier befindet sich einmal die Tauchhülse, hier befindet sich der Heizungsvorlauf, auch von dem Solarwärmetauscher. Und einmal ganz wichtig das Sicherheitsventil. Hier oben befindet sich nochmal unser Typenschild mit allen wichtigen technischen Daten zusammengefasst. Bei unserer RBW
befindet sich hier unten der Kaltwassereingang. Hier einmal der Anschluss für die Zirkulation. Hier ist die Schutzanode eingebaut und hier befindet sich der Warmwasserausgang. Nachdem wir jetzt die LBW wieder zusammengebaut haben, sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Solltet ihr noch weitere technische Fragen haben, guckt doch gerne auf unserer Homepage vorbei, auf www.remco.de oder schreibt es einfach in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.